Der Sommer ist in Sichtweite und es wächst, grünt und blüht an allen Ecken und Enden auf meinem Grundstück. Aber die Uhr tickt und es ist noch einiges zu tun. Meine Sonnenblumen sind ein bisschen explodiert. Ich sehe gerade, hier sind auch Läuse dran. Nein! Das soll nicht so sein. Ja, meine Sonnenblumen sind explodiert und deswegen brauche ich jetzt hier ein bisschen mehr Support. Die hier sind schon wirklich richtig gut, ist aber auch eine andere Größe als die kleinen hier vorne. Ich habe zwar verschiedene Sorten. Jetzt versuche ich hier für die so ein bisschen so ein Gerüst zu bauen. Jedes Mal, wenn ich nach draußen gehe, brauche ich nur ein paar Schritte zu gehen und sofort springen mir 2 bis 10 Dinge entgegen, die erledigt werden wollen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon im Garten stand und mir dachte, was wollt ihr eigentlich? Jetzt mache ich schon wieder was ganz anderes. Die schönste Aufgabe ist natürlich, die Ernte abzusammeln. So eine krasse Kindheitserinnerung für mich. Mein Opa hat nämlich auch Stachelbeeren. Ich komme aktuell mal super spät ins Bett, weil ich den ganzen Tag draußen bin. Und ich komme auch irgendwie gefühlt gar nicht zum Essen. Und dann, ja, jetzt versuche ich immer so abends schon das ganze Essen für morgen vorzubereiten. Ich mache jetzt noch Bananenbrot und Baguette. Beste fürs Bananenbrot ist ein bisschen Zimt. Ich habe hier 2 Tage nicht gegossen und direkt klappt hier alles zusammen. Ich glaube, das hier ist leider auch nichts mehr. Aber wenn ich von einem genug habe, dann ist es Kapuzinerkresse. Da habe ich noch einige angepflanzt, weil ich will hier wirklich komplett Kapuzinerkresse machen. Weil ich es einfach so gerne mag. Deswegen ist das gar nicht schlimm. Frühstück ist Johannisbeeren und Bananenbrot. Es gibt gerade bei mir zu jeder Mahlzeit Johannisbeeren, weil ich so viele davon habe. Das muss ich auf jeden Fall angehen. Ich bin da wirklich ein bisschen im Stress, weil ich Angst habe, dass die irgendwie schlecht werden. Und ja, das kann man ja irgendwie nicht machen. Also man muss die verarbeiten. Generell muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich wirklich nicht in so einen Sommerstress verfalle, der so unnötig ist. Wirklich. Also ich habe so das Gefühl, ich warte ja irgendwie so das ganze Jahr darauf, dass Sommer ist, weil Sommer so die Jahreszeit und keine Ahnung. Und dann ist der Sommer da und man kann ihn ja irgendwie auch nicht festhalten. Der geht dann auch einfach rum und ist wieder vorbei. Mann ey, aber ich war schon auf einem Festival diesen Sommer. Das habe ich schon abgehakt. Ich war alleine. Kann ich generell empfehlen. Ich wusste einfach nicht, wen ich fragen soll, weil es irgendwie so ein bisschen spezielle Musik war. Und dann bin ich alleine gegangen und das war sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall alles machen, was man will. Mache ich auch. Generell immer. Ich bin so ein bisschen unzufrieden, wie hier diese Ecke aussieht. Also die Rosen sind jetzt hübsch. Aber naja, hier, das sind so Sachen, die habe ich so verwendet, um auch meine Bretter immer zu lackieren. Als Auflage einfach, das ist so ein Gartenbett, das ich aber eigentlich eher nicht behalten möchte. Ja, und hier sind super viele Pflanzen noch. Und die Heidelbeere. Oh Mann, ey, ich schäme mich fast, aber die ist auch, die sieht nicht so gut aus. Die muss jetzt weg. Genauso wie Johanniskraut. Eigentlich blüht Johanniskraut gerade, bei mir aber auch nicht. Die riecht richtig gut. Das ist marokkanische Teeminze. Die ist echt mega toll. Sieht auch top aus. Das alles muss jetzt endlich erledigt werden. Die Heidelbeere ist wirklich sehr trocken. Oh, da sind Tiere. Deswegen darf die Heidelbeere jetzt nochmal baden gehen. Keine Ahnung, ob das jetzt so ein guter Standort ist, jetzt hier direkt neben dem Flieder und der Rose, aber mir ist jetzt auch nichts Besseres eingefallen gerade. Ach, das könnte schon klappen.
glaube ich. Es ist wirklich irre. Die Sonne scheint jetzt, aber es tröpfelt. Hier scheint die Sonne. Ja. Hier ist ein bisschen dunkel, würde ich sagen. Es soll die Tage immer mal wieder regnen. Das ist der perfekte Moment, hier auch an meinen Maulwurfshügeln ein bisschen zu arbeiten. Hier habe ich nämlich auch schon mal was angesät, aber es hat noch nicht so ganz geklappt. Generell hat der Maulwurf die Wiese wieder freigegeben. Also es ist nichts Neues dazugekommen. Und ja, deswegen werde ich hier weiterhin versuchen, das wieder grün zu bekommen. Ich bin voll traurig, dass meine Wiese jetzt wieder so kurz ist. Also sieht auch echt ein bisschen komisch aus hier. Ich habe die ganze Zeit hochwachsen lassen. Also ich habe immer so Wege gemäht oder halt so Abteile, auf denen ich oft gelaufen bin. Aber die meiste Wiese habe ich einfach hochwachsen lassen. Übel schön mit den Blumen und so. Aber ich musste sie jetzt letztens mal mähen, weil einfach ich wäre sonst gar nicht mehr durchgekommen irgendwann. Ja, und jetzt bin ich auch voll traurig, weil es halt jetzt so niedrig ist. Und es sind noch gar keine Blumen gekommen. Deswegen sind hier so bunte Blumenkugeln. Die kann man einfach auf die Wiese werfen. Und dann kommen angeblich Blumen. Oh, das ist die beste Abkühlung, nachdem es den ganzen Tag so heiß war. Danke. Das sind alle Blumenstrauße, die bei mir so im Haus verteilt stehen. Und jetzt wird es mal wieder Zeit, die alle auszutauschen. 1, 2, 3... 4, 5. Mir tut es immer voll weh, die dann irgendwie wegzutun. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie eine sinnvolle Sache gibt, was man mit diesen trockenen Sträußen dann noch machen kann. Irgendwie, ja, zögere ich das immer so hinaus und dann schimmelt das unten schon. Ist ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache. Oh, ja, der schimmelt auch. Fertig. Ich mache da nichts Wildes. Ich mache einfach so die Farben zusammen, die ich gut finde. Ich mag gerade das Gelb und das Blau, finde ich total schön. Und es ist spannend, weil doch jeder Blumenstrauß irgendwie anders aussieht, obwohl überall dieselben Blumen drin sind. Helligkeit ist jetzt auch wieder rückläufig. Sommersonnenwende ist durch. Ist gerade 9:30. Ich meine, es ist immer noch so lang hell, aber trotzdem wird es jetzt leider wieder... ja, dunkel. Bin ich sehr traurig drüber. Was ich auch noch unbedingt vom Sommer erledigen möchte, ist das Balkonkraftwerk von meinen Großeltern endlich anzubringen. Denn wir sind hier auf dem Dorf, das heißt solares Wettrüsten. Wer die größte Solaranlage auf dem Dach hat, der hat gewonnen. Da kann ich meine Großeltern natürlich jetzt nicht voll im Stich lassen, wenn ich hier schon mit EcoFlow zusammenarbeite. Also danke an EcoFlow an der Stelle. Das Tolle an der EcoFlow Stream-Serie ist, dass es total modular ist. Man kann das Balkonkraftwerk auf bis zu 11 Kilowatt Speicherkapazität erweitern. Einzigartig ist außerdem, dass du mit diesem System die 800 Watt Grenze umgehen kannst. Du kannst bis zu 2300 Watt abgeben und so wirklich die Stromrechnung gegen Null bringen. Mit meinem Code ROSAGOLD kannst du aktuell bei EcoFlow 8% sparen. Du musst das Unterste abmachen, nur das Unterste. Das Ganze ist super schnell und einfach aufgebaut. Lediglich für das Befestigen am Balkon habe ich ein zweites Paar Hände dann gebraucht. Auch praktisch ist, dass du die Zusatzakkus im ganzen Haus verteilen kannst. Die müssen nicht auf dem Balkon stehen und somit steht nichts im Weg rum. Über 600 Watt. Sonne scheint. Opa hat hier ein super gutes Nachmittag-Abendlicht und hier sind übrigens auch die wunderschönen Rosen von meinem Opa. Opa ist mein Rosenberater.
Tada! Das ging wirklich super schnell. Ein Nachmittag, alles ist verkabelt, Paneele hängen, Strom läuft. Alle Infos zum Balkonkraftwerk findest du in der Infobox. Schau da gern vorbei. Ich stehe schon wieder im Keller, weil ich weiterhin daran arbeite, Wasserreserven für den Sommer anzulegen. Ich bin ja hier nur quasi mit dem Brunnenwasser versorgt und habe hier auch einen zweiten IBC-Tank installiert gehabt, vor keine Ahnung, 2 Wochen oder so, weil ich dachte, ich könnte halt einfach jetzt mehr pumpen, damit ich dann über den Sommer komme. Ja, aktuell kriege ich nicht mal einen Tank voll, also wird, glaube ich, noch spannend. Also die Grundidee ist gut, ich glaube, ich war einfach einen Ticken zu spät dran. Ich hätte das im April oder so machen müssen. Oder anfangen müssen, verzumpen. Egal. Jetzt gucke ich mal, wie viel heute drin ist. Es regnet eigentlich die letzten 2 Tage relativ viel. Das ist sehr gut. Also ich hoffe, dass ein bisschen was hier in meinem Boden zu finden ist. Klingt erstmal gut. Okay, jetzt hört man, dass der Brunnen quasi leer ist. Boah, das ist schon übel. Das waren jetzt, lass es 100 Liter gewesen sein. Und ich habe jetzt bestimmt 4, 5 Tage nicht mehr gepumpt. Mit 100 Liter komme ich eine Woche hin, weil ich natürlich auch wassersparend bin. Aber also das ist halt arg wenig. Weil das wird ja jetzt tendenziell weniger. Oh Mann, ey. Ja. Okay, es bleibt weiter spannend, würde ich sagen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Mein IBC-Tank hier draußen, ne, der ist fast voll mit Regenwasser. Das beruhigt mich schon mal sehr. Da hatte ich ja auch Angst, dass ich nicht genug Wasser haben werde, um meine Pflanzen zu gießen den Sommer über. Aber ich glaube, das ist hier nicht schlecht. Meiner Heidelbeere tat der Regen auch richtig gut. Ich weiß nicht, ob man das auf den Aufnahmen davor gesehen hatte, aber diese Früchte waren alle super trocken. Und jetzt sehen die wieder richtig gut aus. Und ich bin doch noch zuversichtlich, vielleicht noch was zu ernten dieses Jahr. Ich habe ca. 1 Kilo geerntet und trotzdem hängen noch beide Sträucher gefühlt komplett voll. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt noch Sirup angedacht. Jetzt gerade mache ich Marmelade. Ja, dann hören die Ideen aber auch schon auf. Ja, es ist endlich soweit. Ich pflanze die letzten Tomaten ein. Ich habe das mir jetzt schon so lange vorgenommen. Bisschen Dünger. Ich hatte die ganze Zeit noch 2 Backup-Tomaten im Anzuchtschrank, falls halt welche kaputt gehen. Aber es sind keine kaputt gegangen. Jetzt war ich lange unsicher, was ich damit machen soll, weil irgendwie ist es eigentlich auch schon zu spät, die einzusetzen. Aber wegtun wollte ich es jetzt auch nicht, deswegen habe ich sie jetzt trotzdem noch gepflanzt. Diese Schneckenkrägen sind übrigens echt ziemlich gut. Also bei mir hat es voll funktioniert. Also nicht ganz, weil die Pflanze, die hier in diesem war, die ist halt trotzdem gegessen worden. Aber in allen anderen Schneckenkragen hat es tatsächlich funktioniert. Und davor wurde hier alles gegessen in dem Beet. Aber genau, deswegen ist jetzt wieder ein Platz frei für meinen Mangold. Mein Kräuterbeet hier. Ich hatte hier ja Kräuter ausgesät, die leider alle gegessen wurden von den Schnecken. Deswegen habe ich jetzt ja schon echte Kräuter quasi gekauft. Ist ein bisschen schade. So, hier ist das Johanniskraut. Bin ich auch ganz gespannt,
ob das was wird. Ich mag nämlich eigentlich Johanniskraut total gerne. Das ist total beruhigend. Und Rosmarin, da hatte ich ja so Stecklinge genommen. Und ja, irgendwie hat es nur so mäßig funktioniert, weil ich das Wasser nicht oft genug getauscht habe und jetzt schimmelt's. Klassiker. Ja, deswegen werde ich das jetzt einfach direkt einpflanzen und hoffen, das funktioniert besser. Mal schauen, ob die jetzt noch zu retten sind. Vielleicht stecke ich die einfach so da rein jetzt. Tada! Da bin ich mal gespannt. Die Insekten lieben diese Pflanze schon. Ich finde die auch richtig schön. Ich habe mich belohnt, weil ich jetzt final alles Gemüse ja eingepflanzt habe. Dachte ich mir, jetzt dürfen auch noch ein paar dekorative Pflanzen einziehen. Ja, unter anderem diese hier, weil hier war es irgendwie eh ein bisschen leer und ich liebe diese Farbe. Ich sehe schon, meine nächsten Pflanzen kommen auch gut an bei den Insekten. Hier ist ein Schmetterling. Hier sitzt auch einer. Ja, hier in dieses Beet möchte ich einmal diese Pflanze, diese, die hier und noch eine Skabiose. Die kommt hier hin. Ach ja, und hier ist auch noch eine gelbe, damit ich hier ein gelb-lila Beet habe. Ich habe nicht damit gerechnet, wie viel Pflege auch solche Zierblumen brauchen. Also in dem Sinne, dass irgendwie alle so andere Bedürfnisse haben. Also das hier ist ein Rittersporn. Den muss ich dann im Juli zurückschneiden. Und generell soll man irgendwie alles zurückschneiden, aber keine Ahnung wann. Also das muss ich mir mal alles im Kalender eintragen, damit ich das nicht verpasse. Bei ihr hätte ich jetzt gerade schon Lust, mal was abzuschneiden. Irgendwie hat die sich verkalkuliert. Die hat irgendwie zu dünne Stängel gemacht. Und jetzt knickt alles ab. Keine Ahnung, vielleicht muss das aber auch so. Sieht auf jeden Fall lustig aus, wie alles so nach unten blüht. Aber okay. Vielleicht fühlt sie sich jetzt ja voll wohl hier. Und alles wird wieder gut. Ich würde es ihr wünschen. Tada! Ich hoffe, es fühlen sich alle wohl. Oh, ich sehe gar nicht, wo ich hier hinstreiche. Ja, es ist super heiß wieder heute. Ich habe schon geschwitzt bei diesen Blumen einpflanzen und dachte mir so, toll, also wie soll das werden? Ich habe mir so viele Sachen vorgenommen jetzt für den Sommer, die ich hier umbauen möchte. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das dann nachts. Das ist mir noch nicht ganz klar. Aber gut, wir werden sehen. Das war's erstmal. Prost.